Der Race Whoop Quad fliegt eigentlich sehr gut für einen Whoop mit 3 Zoll Propellern, der auch noch super schwer ist. Aber am meisten macht es Spaß ein Crash. Sogar die Crash-Flip-Over-Funktion klappt im hohen Gras. Okay, hier war einfach zu viel Gras und zu viele Äste. Also wieder zurück zum Startplatz. Die Linse wird immer schön dreckig, weil der Race Whoop wie ein Rasenmäher funktioniert und das ganze Gras zerhackt. Mit den großen 2105,5 Motoren hat der Quad richtig viel Kraft. So viel, dass man jeden Akku auf das Limit leer fliegt. Ach ja, Vorsicht, ein Fußgänger. Ich habe mit dem 1000er mAh Akku angefangen, was zu wenig war. Optimal fand ich einen 1300 mAh 95C Akku. Die großen 1500 mAh Akkus fand ich schon etwas zu schwer. Es macht aber so richtig Spaß, mit dem Race Whoop alles auszuprobieren. Irgendwie schaffe ich es nicht, hier auf der Wiese den Race Whoop zu zerstören. Ich bin bestimmt 20 Mal gecrashed und alles ist immer noch in Ordnung. Nur die Propeller haben minimale Kratzer, die durch Crash-Flip-Over-Funktion, denke ich, verursacht wurden. Aber der Propellerschutz und das Frame halten super. Der Propellerschutz ist aus industriellem gefertigten Kunststoff, also kein 3D-Druck. Somit ist der Race Whoop etwas leichter als die erste Version, wo noch ein Nylon-ähnliches 3D-Kunststoff verwendet wurde. Das war ein Taulmann 3D PC TBE Filament, das sehr widerstandsfähig ist. Aber HGL-RC hat sich entschlossen, bei dem neuen Race Whoop, also bei dem aktuellen, das industrielle, gepresste Kunststoff zu verwenden. Und nach vielen Fehlversuchen klappt das Durchfliegen durch das Loch. Also mit einem normalen 5 Zoll Quad würde ich nicht durchfliegen. Nach 5 Akkus Flug sieht der Quad so aus wie ein dreckiger Rasenmäher. Jetzt kann ich anfangen, alles sauber zu machen, wozu ich eigentlich keine Lust habe. Aber wie man sieht, findet man hier keine Risse, nichts ist gebrochen, nur viel Dreck, aber alles ist noch wie neu. Der Race Whoop ist sehr schwer für ein 3 Zoll Quad. Mit dem 1300 mAh Akku sind es fast 470 Gramm. Ohne Akku wiegt der Quad schon 309 Gramm. Aber dafür ist der Race Whoop fast unzerstörbar. Naja, fast. Natürlich kann man den Race Whoop auch mit einer GoPro-Kamera fliegen. Hier mit der TBS Mambo Funker und der Orca-Brille. Eine winkelverstellbare Halterung für die GoPro 8 Kamera ist vorhanden. Und so kann man den Race Whoop auch sehr gut als Cine Whoop fliegen. Der Quad trägt sehr gut und stabil die GoPro 8 Kamera. Genug Kraft von den großen Motoren ist ja da. Nur noch lauter ist er jetzt mit der schweren GoPro Kamera. Hört sich an wie so ein typischer Cine Whoop, den ich eigentlich nicht mag. Hier sieht man den robusten Propellerschutz mit den HGL-RC 2105,5 großen Motoren. Die 5-Blatt Gempen-Propeller erzeugen genug Schub. Unten ist eine 2 mm Carbonplatte und hier sieht man, dass die HGL-RC-Motoren nur eine Schraube für die Propeller nutzen. Finde ich irgendwie besser mit einer Schraube. Aber dafür braucht man dann eine 4 mm Nuss zum Lösen der Schrauben. Das ist eine M2-Schraube, also ist die Achse der Motoren 2 mm dick. Das ganze Frame besteht eigentlich fast nur aus dem Propellerschutz. Es sind 4 gleiche Propeller-Ducts aus Kunststoff und die 2 Carbonplatten, die die Propeller-Ducts zusammenhalten. In dem Race Whoop steckt ein F7 FC mit 28 Ampere ESCs, ein Videosender mit rund 50 mW und bei mir ist ein 2,4 GHz Express RRS-Empfänger eingebaut. Mit der GoPro-Kamera sollte man mindestens einen 1300 mAh Akku verwenden. Und der Race Whoop fliegt ohne Probleme mit der schweren GoPro-Kamera. Sogar ein paar Flips-Drehungen kann man mit den 595 Gramm Fluggewicht machen. Hier die Aufnahme aus der GoPro 8 Kamera, die ich noch mit Really Steady Go stabilisiert habe. Also bekommt man mit dem Race Whoop auch noch sehr gute Cinematic,
Videoaufnahmen. Aber ich muss euch sagen, dass alleine das Fliegen mit dem Racewhoop ohne der GoPro-Kamera viel mehr Spaß macht. Ihr könnt fliegen, wie ihr wollt, und der Racewhoop hält jeden Aufprall aus. Natürlich sollte man nicht gegen eine Mauer fliegen, das wird der Quad garantiert nicht überleben. Aber zum Fliegen lernen oder eine Racingstrecke mit Vollgas fliegen, eignet sich der HGL RC Racewhoop sehr gut und macht enorm viel Spaß. Ich mag lieber schnell fliegen, als ein Video mit einer GoPro-Kamera aufzunehmen. Also, viel Spaß beim Fliegen!